Hey, heute heißt der Titel Meine spiritualistische Zen-Erleuchtung. Untertitel Kensho durch Intellekt? Fragezeichen. Kensho ist die kleine Erleuchtung im Zen-Buddhismus, habe ich mir sagen lassen. Und die große Erleuchtung gibt es auch noch, aber das habe ich mir hier nicht aufgeschrieben, wie es heißt. Es geht also darum, dass ich sag mal, einen Gänsehautmoment hatte im Zusammenhang mit dem Kennenlernen einer Frau, die, die Zen-Buddhistin ist und die eine Erleuchtung hatte, ein Erleuchtungserlebnis. Ein Erleuchtungserlebnis ist im Zen-Buddhismus ein seltenes Ereignis, ein Ereignis, das die Zen-Buddhisten anstreben und dennoch nicht immer erreichen, sondern es ist selten. Und es ist ein Ereignis, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Und ich lernte also die Freundin kennen und sie erwies sich als sehr intelligent, was ich gut finde. Ähm, Man hat dann den Eindruck, als wäre man vom selben Stern irgendwie und redet über Dinge, die der andere versteht. Sie hat also viel Wissen, nicht nur im spirituellen Bereich, aber auch. Also beispielsweise haben wir viel gesprochen über Mythen, so wie die Artussage. Und wir haben gesprochen über Wales beispielsweise als Land. Oder wir haben gesprochen über Fraktale. Das hat mich erstaunt, dass sie das wusste, dass sie das kannte. Fraktale. Fraktale, ich werde es mal im Hintergrund einblenden, so ein Fraktal. Fraktale sind ja Muster, die aus einer einfachen Formel gewonnen werden und deren Besonderheit es ist, dass sie sehr, sehr schön sind und dass man Schwierigkeiten hat, sich vorzustellen, dass das also aus so einer einfachen Formel kommen kann. Die zweite Besonderheit ist, dass man sie in die Tiefe des Bildes hinein immer wieder neu berechnen kann. Und was bedeutet es, wenn ich sage, man kann noch das Fraktal ausrechnen in die Tiefe? Das bedeutet, dass das Fraktal eine bestimmte Auflösung hat. Sagen wir mal, wie dieses Bild, das ihr hier seht. Es hat eine Auflösung von 1920 Bildpunkten quer und 1080 senkrecht. Man nennt es, glaube ich, 2K. Ihr kennt es wahrscheinlich vom Fernseher, ne? Der kann ja 4K haben, wenn ich das richtig sehe. Ähm, Die Auflösung ist also wichtig, wenn man zum Beispiel ein großes Bild erzeugen will oder anders gesagt, wenn man in ein, sagen wir mal, kleineres Bildschirmbild hineinzoomen will. Und um die Auflösung zu erhöhen, hat man bei dem Fraktal wiederum die Formel, dann rechnet man das einfach für eine kleinere Fläche aus und dann wird die Auflösung des Gesamtbildes höher. Und im spirituellen Bereich ist das also recht bekannt, aus meiner Sicht deshalb, weil so ein Fraktal eine gewisse Ähnlichkeit mit der Wirklichkeit aufweist. Also zum Ersten ist ein Fraktal zum Beispiel einem Romanesco-Blumenkohl sehr ähnlich. Ich habe also im Hintergrund dieses Fraktal eingeblendet und jetzt blende ich mal einen Blumenkohl ein und ihr seht, dass da eine gewisse Ähnlichkeit ist. Das Zweite, was was also prinzipiell bei so einem Fraktal immer das Bemerkenswerte ist die Selbstähnlichkeit. Also das heißt, die kleinen Strukturen ähneln den großen Strukturen, was wiederum mich zumindest denken lässt an das hermetische Gesetz wie oben so unten oder wie unten so oben. Du kannst quasi dieselben Strukturen und dieselben Prinzipien in allem wiederfinden. Ähm, Was meiner Ansicht nach noch ein
Merkmal ist an einem Fraktal, was also der Wirklichkeit sehr ähnelt, ist, dass ich ja immer sage, man erschafft mit dem Denken. Das heißt, du erschaffst dein Universum, indem du darüber nachdenkst. Du beobachtest kein Universum, das außerhalb von dir wäre, sondern du erschaffst es. Und ganz ähnlich ist das Ausrechnen eines Fraktals in seiner Tiefe ein schöpferischer Prozess. Das bedeutet, es ist nicht immer dasselbe Bild, was dabei rauskommt, sondern ein ähnliches Bild. Und je länger du rechnest, desto größer wird sozusagen die Auflösung. Oder wenn du so willst, desto größer wird dein Bild. Das ist also die Ähnlichkeit. Und weil das so gut auf meinen Kanal passt, habe ich auch meinen Schriftzug Spireo, der immer am Ende eingeblendet wird, mit so einem Fraktalmuster ausgerüstet. Jedenfalls hat sie mir so ein Erleuchtungserlebnis geschildert. Und was ich davon noch weiß, ist, dass es darum ging, sie hatte einen Tisch vor sich und hat gedacht, sie würde, wenn sie mit der Hand oben auf den Tisch drauf geht, mit der Hand durchgreifen können. Und tatsächlich blieb aber ihre Hand liegen auf dem Tisch. Ich komme gleich nochmal drauf, was das Besondere daran ist. Denn normalerweise wird man sagen, tja, dass die Hand auf dem Tisch liegen bleibt, das ist jetzt nicht weiter Besonderes. Das Zweite war, dass da Menschen im Raum waren, von denen sie wusste, dass es sie selber ist. Aber die Menschen sahen anders aus als sie. Und ja, also zu diesem Tisch, auf dem man die Hand legen kann. Also aus meiner Sicht, ich hatte die Assoziation, dass ich ja im Spiritualismus von der Materielosigkeit spreche. Und wenn ich das so sage, dann ergibt sich die Denkschwierigkeit, dass wir uns normalerweise nicht vorstellen können, dass es eine reale Denkgrenze oder eine reale Grenze gibt, die aus Information besteht. Was wir als reale Grenze ansehen würden, wäre eine Grenze aus Materie, beispielsweise eine Tischoberfläche. Das war also das, was ich sofort mir so dachte. Information als reale Begrenzung einer Informationswelt. Wir kamen irgendwie auf den Begriff zu sprechen, den ich immer hier mal anführe, und das ist die Gravitation der Gedanken. Und ich habe dafür eine Grafik, die ich im Hintergrund einblende. Und ich schickte ihr diese Grafik und sagte, das ist meine Verbildlichung der Gravitation der Gedanken. Ihr seht, dass es ein schwarzes Loch ist, also ein Phänomen des Universums. Und es zieht aber keine Materie an, also Gesteinsbrocken oder so, sondern es zieht Worte an. Und der Sinn davon ist, dass die Gravitation der Gedanken ganz ähnlich funktioniert wie die Gravitation des Universums. Und der zweite Gedanke dabei ist, dass die Gravitation der Gedanken übermächtig werden kann, sodass es nicht möglich ist, einen anderen Gedanken zu denken. Und ich schickte ihr diese Grafik und sagte, das ist meine Illustration der Gravitation der Gedanken. Und um das zu begründen, habe ich gesagt, inwiefern das in ihre Denkwelt passt, habe ich gesagt, dass das ganz wie ihr Erleuchtungserlebnis sei. Und zwar, weil in dieser Erleuchtung kamen ja Menschen vor, die wie sie sind, aber andere Menschen. Und weil das ein Universum aus Gedanken mit psychologischen Begriffen beurteilbar ist, sagte ich, dass uns dieses Erleuchtungserlebnis in der Beziehung denken lässt an Projektion. Projektion ist ja die
ist ja die Anwendung eigener Denkobjekte auf andere. Also wenn man zum Beispiel bestimmte Eigenschaften hat, dann wird man diese Eigenschaften auf andere Leute anwenden und man wird in anderen das sehen, was man selber ist. Ihr kennt wahrscheinlich die Diskussion, wenn man anderen irgendwas vorwirft, dann sagen die dann oftmals, machst du doch selber oder so. Und insofern sind die Denkobjekte, die wir im Außen sehen, unsere eigenen. Insofern ist die Welt, durch die wir uns bewegen, eine Spiegelwelt. Ich hatte vorhin über Fraktale gesprochen und meine Assoziation ist immer, wenn es um eine Welt und ein Universum aus Gedanken geht, dass es irgendwie eine Informatikwelt sein könnte oder dass ich mit den Begriffen der Informatik dort Ähnlichkeiten sehe. Und für mich gab es da eine Gedankenverbindung zu Objekt, wie sagt man, bei Objektprogrammierung. Also es gibt Programmiersprachen, die meisten können das. Die meisten Programmiersprachen haben Objektprogrammierung. Objekte sind Programmteile, die einmal angelegt immer und immer wieder angewendet werden können, bei denen man also bestimmte Eigenschaften anlegt, die diese Objekte haben. Also beispielsweise, wenn man ein Objekt programmieren würde, der Mensch genannt. Es wäre natürlich nur Code, aber es hätte Variablen, die zum Beispiel so heißen Beine, 2, Arme, 2. Also da sind sozusagen Variablen vorangelegt, es sind Eigenschaften vorangelegt, die man immer füllen muss für diese Objekte. Und wenn man dieses Objekt einmal angelegt hat, dann kann man das natürlich so oft wiederverwenden, wie man will. Der Vorteil bei solchen Objekten ist eine gewisse Effektivität der Programmierung und auch eine Effektivität des Programms von seiner Schnelligkeit her. Und als mir das so klar wurde, dass diese psychologischen Begriffe tatsächlich auf das Universum anzuwenden sind, dass also das Erlebnis der Erleuchtung auf meine spiritualistische Philosophie so gut passt und dass umgekehrt die Philosophie zu bestätigen scheint, dass die Aussagen des Zen-Buddhismus so wahr sind, das machte in mir eine Gänsehaut und ich fühlte, dass da eine sehr, sehr tiefe Wahrheit ist. Ja, und das ist eigentlich schon alles. Ich wollte das bloß mal sagen. Die Weisheiten des Zen-Buddhismus beispielsweise und sicherlich auch der anderen fernöstlichen Religionen, aber auch unserer Religionen haben eine starke und tiefe Verbindung zu dem Spiritualismus, der ja nicht umsonst so heißt, sondern es ist letzten Endes hervorgegangen aus einer Spiritualität und plus einem Überlegen, einem logischen Überlegen. Ich wollte also weg von diesem irgendwie unscharfen spirituell sein, sondern ich wollte antworten, warum ist denn das so? Warum kann denn der Geist Materie bewegen und so weiter? Und das war für mich ein Beweis, dass das also möglich ist und insofern hat sich dieser Kensho-Moment meiner Freundin übertragen auf mich selber und ich bin schwer beeindruckt irgendwie von diesem Augenblick und fand das einfach eine großartige Sache. Das wollte ich heute in diesem kurzen Video einmal erzählen und danke euch und bitte euch zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu betätigen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.